Ich finde es himmeltraurig, wenn der Unternehmer am Tag X sein Unternehmen nicht an die nächste Generation übergeben kann. Wie es optimal gelingt und was sie machen müssen, schauen wir heute am Beispiel von Selina und Rudi Bauberger an. Mein Name ist Bruno Arecker, Gründer und Inhaber von Appletree. Wir halten unsere Kunden jeweils an, verschiedene Pfeiler aufzubauen. Nicht nur ein Unternehmen haben und wenn man es verkauft, wenn man es dann verkaufen kann, hat man nichts mehr, sondern mehrere Pfeiler, und wenn etwas wegfällt, dass man immer noch ein stabiles Leben hat. Euch geht es gut, ihr habt jetzt mehr Zeit und mehr Geld. Geht es euch jetzt noch besser als vorher, Rudi? Also ich muss sagen, mir geht es ausgezeichnet in dem neuen Lebensabschnitt. Ich kann sagen, 25 Jahre lernen, 25 Jahre als Industriedienstleister in der Kran- und Transportindustrie. Und jetzt haben wir nochmal 25 Jahre mit mehr Zeit für das Privatleben, Immobilien und auch Beratungen. Für die ehemalige Firma arbeite ich jetzt noch als Coach vom Geschäftsführer und als Berater. Wir machen Verkaufsschulungen. Wir sind jetzt seit 2 Jahren aus dem Hamsterrad aus. Also der Vergleich, der ist wirklich sehr treffend. Und befassen uns jetzt mehr mit dem Privatleben, aber auch noch unsere anderen Firmen. Gehen reisen. Da hat mich gerade kürzlich jemand gefragt, ja, wann hast du Zeit? Und ich habe gesagt, ich habe eigentlich immer Zeit. Du bist eigentlich in einer glücklichen Lage. Das ist so. Es ist an und für sich jetzt ein Leben wie die ganze Woche Samstag. Man macht Sachen, die wichtig sind. Man muss nicht immer. Man kann es locker nehmen. Und was auch entscheidend ist, wir bestimmen jetzt, für wer wir arbeiten wollen. Es geht nur aus dem Hamsterrad. Und für mich etwas ganz Wichtiges, das ist ein Traum, den ich schon ein Leben lang hatte. Ich bin jetzt am Bauen von einer grossen Modelleisenbahnanlage. Und vor allem habe ich auch Zeit für unser Hobby, also machen wir auch zusammen alte Fahrzeuge und Oldtimer. Wir haben schon von den Selbstständigen gehabt. Das sind die immer selber und ständig und noch mehr arbeiten. Das sind auch die das Unternehmen nicht verkaufen können oder müssen verschenken, verscherbeln. Nicht so, wie ihr es gemacht habt. Mir hat kürzlich eine Ehefrau erzählt, sie wird fast wahnsinnig, weil der Mann nicht einmal weiss, wie Kaffee rauslassen. Und das nach 40 Jahren Ehe. Also klare Werte schaffen, mehrere Pfeiler aufstellen, nicht nur das Unternehmen haben, sondern im Privaten, aber auch neben Hobbys etc. mit Gemeinsamkeiten schaffen. Das ist sicher der Schlüssel vom Erfolg. Und was ich auch immer schade finde, ist, wenn der Unternehmer sein Wissen nicht weitergibt. Ihr auch wollt das Unternehmen weitergeben können, warum nicht das Wissen weitergeben? Also das anbieten als Dienstleistung oder einfach eigene Fehler erzählen. Müsst ihr nicht alle immer die gleichen Fehler machen, dass andere profitieren können. Also das Wissen von einem Unternehmer mit 40 Jahren noch länger, das Wissen weitergeben können. Und das kommt in der ganzen Gesellschaft zugute. Und das wünsche ich mir noch ein bisschen mehr von den Unternehmern, dass das noch mehr so machen, wie wir jetzt das so besprochen haben. In meinem Alltag hat sich eigentlich nicht so viel verändert, weil die Familie und der Haushalt, der ist immer vorhanden gewesen und der bleibt ja auch jetzt noch. Ich habe mich auch immer schon sehr stark im Sozialen engagiert und das ist mir sehr wichtig gewesen, weil es ist für mich ein ganz guter Ausgleich gewesen zum anderen, wo ich geschafft habe, und das würde ich nicht missen. Aber trotzdem, Unternehmer sein ist mir immer. Und wir haben natürlich auch noch andere Pfeiler, die wir uns aufbauen haben. Wir haben noch eine Immobilienfirma, die in Elk und in Luzern tätig ist. Wir haben unsere Basero Consult Firma, wo wir Verkaufsschulungen machen, wo wir auch für Nachfolgeregelungen immer zu haben sind. Da wir gerne mithelfen. Aber wir legen dort Wert nicht auf den finanziellen Aspekt, sondern mehr auf den personellen und den emotionalen Aspekt. Weil es gibt wenig Orte, wo man über so Sachen diskutieren kann und wo man Raum und Platz hat dafür. Dann bieten wir auch Coachings und Seminare anbieten, gerade eben im Bereich auf Nachfolgeregelung. Ja, und natürlich die gemeinsame Zeit, die wir haben, miteinander, und auch die gemeinsamen Reisen, die sind uns ganz wichtig. Und ich muss sagen, für mich stimmt es so, wie es jetzt ist, und ich finde es gut. Gell? Und wir gehen jetzt spazieren. Haben Sie einige Impulse von unserem Gespräch mitnehmen? Wenn Sie mehr wissen von familiengeführten Unternehmungen, kontaktieren Sie uns. Selina und Rudi Bauberger und ich, Bruno Arecker von Appletree, stehen gerne zur Verfügung.